Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Haul und zwar eine ganze Menge. Es gab nämlich ordentlich Rabatte bei MNRK Heavy. Da gibt es eine EU-Seite und eine US-Seite. Auf der EU-Seite kommt das Ganze aus Deutschland und ich bin der Meinung sogar aus Leipzig. Und da waren ganz stark da die Ace Frehley Platten rabattiert, weil Ace Frehley wird über MNRK Heavy irgendwie vertrieben. Er hat ja immer sehr viele Vinyl-Varianten, stellt er sehr schlau an, bringt das raus, was die Leute haben wollen, und zwar coole Vinyl-Varianten. Und da gab es jetzt viele Farben, die ich noch nicht habe, zu extrem günstigen Preisen, bis zu 60% reduziert, und da habe ich zugeschlagen. Da habe ich mir nicht nur Ace Frehley geholt, weil da gibt es nämlich auch noch unter anderem Crowbar, die ich von früher noch sehr gut kenne und gehört habe, und Judas Priest, aber da gibt es allerdings nur irgendeine neue in Amerika. Das sind so die bekanntesten Bands, finde ich, die da so unterwegs sind. Die anderen kenne ich nicht, können auch bekannt sein, sind mir aber nicht geläufig. Nach dem Intro gucken wir uns das alles an, weil ich war nämlich auch auf einer Plattenbörse und ich habe hier noch Flohmarktsachen und ich zeige euch gleich was anderes Cooles. So, bevor wir mit diesen beiden Jungs starten, die mir mein Kumpel vom Flohmarkt mitgebracht hat, wo ich nicht unterwegs war, aber er unterwegs war, das sind zwei 7-Inch-Singles, möchte ich euch einmal was anderes zeigen oder auch sagen. Ich habe nämlich seit kurzem einen 3D-Drucker und das Ding ist verdammt cool, wie ich finde. Da kann man nämlich unter anderem, der ist schon ein bisschen beschliffen, weil das war mein erster Druck und er hat leider einen Fehldruck erzeugt. Deswegen ist hier oben so eine kleine Rille entstanden und diese Striche vom Metallica-Logo sind nicht so ganz gut geworden. Aber da kann man, ich versuche das hier mal wegzunehmen, vielleicht sieht man das dann besser, da kann man solche Sachen drucken. So ein Sad But True, ja, Totenkopf. Wie geil ist das bitte? Das geht einfach mal so mit dem 3D-Drucker und, Achtung, natürlich geht auch sowas, ein KISS-Schlüsselanhänger. Und auch das ist sehr cool. Der ist allerdings aus PLA gedruckt. Der würde sehr schnell brechen, muss man dann aus was anderem drucken, aber ich finde es einfach genial. Zweifarbigen Druck habe ich mich noch nicht rangetraut, wird noch kommen. Und jetzt kommt das Highlight. Achtung, ein fettes Machine Head Logo, dreidimensional. Man sieht natürlich immer so ein bisschen so eine Struktur, obwohl die Oberfläche gebügelt ist. Aber wie cool ist bitte so ein 3D-Drucker? Und die kriegt man jetzt mittlerweile für einen Schnapperpreis. Also so ein Einsteigermodell liegt da bei 199 €. Den habe ich mir auch gegönnt, weil ich es einfach mal testen wollte. Und es ist einfach nur genial. Ich finde es mega. Also hier seht ihr es, ein Machine Head Logo. Ich möchte das irgendwann noch in gelb-schwarz drucken, aber da braucht man so einen Filamenttauscher. Da habe ich mich noch nicht rangetraut. Ich wollte mir erstmal allgemein sowas angucken. Jetzt bin ich komplett gehypt und das ist total cool. Also 3D-Drucker macht echt Fun. So, zurück zu den beiden Beauties. Da haben wir einmal Highway to Hell und zwar die 7-Inch. Sehr cool. Und dann habe ich hier noch einmal The Cure. Ja, habe ich eigentlich so mitgenommen, weil meine Frau The Cure sehr gerne mag. Ich bin eigentlich überhaupt kein The Cure-Fan. Ich konnte damit nie was anfangen. Klar kennt man so ein, zwei Lieder, die man auch ganz okay findet, aber ja, im Großen und Ganzen ist The Cure nichts für mich. Trotzdem, für kleines Geld nehme ich auch solche Sachen mit. Ich bin ein Gothic Wave-Fan, demnach ja, ist das natürlich auch sehr cool. Es gibt echt viele The Cure-Fans, die da sehr viel Vinyl auch sammeln, weil da gibt es Massen an Varianten. Kommen wir zur Plattenbörse. Die war nämlich tatsächlich hier fast bei mir um die Ecke in Elmshorn und ja, da habe ich ein paar richtig gute Sachen gefunden. Ich hätte selber nicht dran geglaubt. Jetzt denkt jeder wahrscheinlich, was will er mit einer Dynasty? Der hat da bestimmt schon 50 Stück von. Ja, kann gut sein, aber da waren die Poster drin. Und die Poster sind im verdammt guten Zustand. Und demnach habe ich die mitgenommen. Sie sind mit Original Inner Sleeve. Sie sind allgemein im schönen Zustand. Das Vinyl war top. Das Poster dabei. Und ich habe jeweils 20 € bezahlt. Was ich jetzt nicht 100% weiß, ich habe nämlich hier noch eine, da war noch ein anderer Stand, der da noch eine liegen hatte, die ist dann auch richtig schön vom Zustand. Das eine Poster sieht fast ein bisschen aus, als wäre es aus den Nachpressungen. Selbst dann wäre es mir egal, weil das Poster selber bei eBay geht stellenweise für den 20er über den Ladentisch. Demnach ist hier mit Vinyl, Original Inner Sleeve, absolut konnte ich da nichts falsch machen. Das ist wirklich
sehr, sehr schön. Mit Vinyl kann ich nicht meckern. So, weiter geht's. Was habe ich da noch gefunden? John Carpenters Christine mit diesem Cover hier. Habe ich noch nicht? Jo. John Carpenter, Christine, mein absolutes Lieblingsauto, und der Film ist genial, der Soundtrack ist genial, John Carpenter ist genial, musste ich mitnehmen. Ist eine Maxi-Single sozusagen, also eine 12-Inch-Single, sehr cooles Motiv, musste ich haben. Dann ein weiterer Glücksgriff, 14 € war sie ausgepreist, schöner Zustand, Vinyl ist tadellos, 14 €, ich konnte sie auf 12 runterhandeln, weil ich nicht wusste, ob ich dieses Inner Sleeve in der Art habe, weil es sehr, sehr dünn ist und ich mich nicht erinnern konnte, dass ich das neulich so in der Hand hatte, so dünn. Diese Original-Innenhülle von Destroyer mit Shout It Out Loud drauf, und da habe ich dann zugeschlagen. Die Platte ist allerdings dann zu Hause doch noch ein kleines Highlight für mich geworden, weil es ist tatsächlich eine kanadische Pressung und die habe ich definitiv noch nicht. Ich habe ja gerade neulich das Destroyer-Video gemacht, alle meine Pressungen, und ja, die hatte ich definitiv nicht dabei. Jetzt habe ich ein weiteres Schätzchen und das Ganze für 12 €. Also da bin ich auch mega, mega happy. Vinyl ist tadellos. Die Dinger bekommt man bei Discogs zwar für kleines Geld, aber das Shipping ist super teuer. Dann habt ihr auch wahrscheinlich noch Zollkosten drauf. Also da ranzukommen ist nicht leicht. Vinylbörse, zack, da ist sie, wunderbar. Ein neues kleines Highlight in meiner Destroyer-Sammlung. Dann noch ein bisschen was außer Grabbelbox. Ja, Formel 1 Soundtrack, was ist natürlich wieder drauf? Depeche Mode. Da musste ich natürlich wieder zugreifen. Immer da, wo Depeche Mode drauf ist, nehme ich es mit, oder Kiss. Auf den Dingern ist meistens hier Depeche Mode. Demnach haben wir hier Everything Counts. Sehr cool. Formel 1 Sampler. Nice. Nice. Dann, bevor ich zu einem kleinen Highlight auch wieder komme, ein Indiana Jones Soundtrack aus der Grabbelkiste. Ich bin kein großer Indiana Jones Fan. Ich sammle Soundtracks. Ich fand das Cover sehr cool. Jeder kennt den Soundtrack. Temple of Doom, für mich der beste Indiana Jones Film. Ja, auch so richtig der einzige, den ich wirklich richtig geguckt habe. Kommt mit Original-Innenhülle, ist zwar alles nicht mehr im Top-Zustand, aber auch da einen ganz, ganz kleinen Preis für gezahlt. Mit der Formel 1 habe ich, glaube ich, 4 € bezahlt. Irgendwie so, kann man auch nichts zu sagen. Kommen wir zum Highlight, was ich auf diesem Flohmarkt gefunden habe. Und wir reden hier nicht von dem Vinyl und der Hülle. Das Vinyl ist gut, die Hülle hat einen Cutout oben, aber ich habe hier den Original Bestellflyer von Double Platinum und den Umschlag dazu. Den muss ich noch mal so ein bisschen gerade reinpacken, dass er sich noch mal ein bisschen ja, schöner wieder hinlegt, das Ganze wieder ein bisschen mehr glätten, ein bisschen bügeln, vielleicht in einem Buch oder so. Hat zwar einen Riss, aber ich besitze, glaube ich, diesen Flyer noch nicht. Das werden wir demnächst sehen, wenn wir die Double Platinum Platten uns durchgucken. Ich bin der Meinung, ich besitze ihn nicht. Also ich musste da zuschlagen, war jetzt nicht ganz günstig, aber ich habe halt diesen Flyer nicht. Und es ist nicht nur der Flyer dabei, es ist auch diese Platte hier dabei, und die ist diesmal wieder im relativ guten Zustand. Nicht ganz top, aber die überhaupt in einem guten Zustand zu bekommen, ist auch schwierig. Okay, dann gehen wir jetzt über zu M&RK Heavy. Da habe ich, wie gesagt, einen ganzen Batzen bestellt, weil sie extrem reduziert waren und Doppelalben für wirklich Kleintaler weggehauen wurden. Und da habe ich hier einmal Zakk Wylde, Book of Shadows. Ich habe es einfach mal mitgenommen. Ich weiß noch nicht, wie die Mucke ist. Ich habe da noch nicht reingehört. Die ist noch original versiegelt. Ja, Book of Shadows von Zakk Wylde. Dann gehen wir jetzt mal zu den Crowbar-Scheiben. Da habe ich nämlich diese hier. Sever the Wicked Hand. 10th Anniversary Pressing. Weiß nicht, von wann die ist oder wie alt die ist. Auf jeden Fall auch eine Doppelvinyl für einen schmalen Taler. Da konnte ich auch nicht Nein sagen. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist das neueste Album von Crowbar, wenn ich mich recht entsinne. Die Black Vinyl Variante, die war auch, ja, ist ein Single Vinyl, super, super günstig, wieder 60%, alles reduziert da. Das waren echt mega Preise, das bekommt man nirgends sonst. Wirklich schön. Dann geht es weiter mit der Platte, die ich aus meiner Jugend kenne, und zwar ist das Time Heals Nothing. Da ist nämlich der Song, ich muss kurz gucken.
Ja, Time Heals Nothing, das ist auch der Song, den finde ich mega gut. Schöner Song von Crowbar. Wer die Band nicht kennt, hört mal rein. Die sind schon echt irgendwie cool. Manchmal ein bisschen alles sehr ähnlich, aber haben doch einen genialen Stil. Ab und zu kann ich das ganz gut mal hören. Ist jetzt nichts, wo ich wirklich mich ständig zuballer, aber es ist eine echt gute Band. Ja, kommen wir zu Ace Frehley. Da haben wir ihn, da haben wir Origins Volume 2, das ist die Silver and Black Colored Vinyl. Es wird irgendwann nochmal ein Ace Frehley Special Video geben. Da zeige ich euch dann auch immer alle so meine Ace Frehley Platten. Dann haben wir das ganze Origins Volume 2 im Black Vinyl. Es geht weiter mit Origins Volume 2 im Red und Green Vinyl. Die kamen, glaube ich, zu Weihnachten raus. Da gab es dann auch kurzzeitig so eine unterschriebene Weihnachtskarte von ihm. Dann geht es weiter mit Space Invader Limited Edition in, was haben wir denn hier? Black and Orange Crush Vinyl. Das ist halt so halb geteilt. Sieht auch sehr, sehr nett aus. Hier haben wir dann Spaceman, das Album. Die kommt im Sky Blue and Orchid Splatter Vinyl. Die sieht richtig cool aus. Die zeige ich euch einfach mal kurz, weil sie wirklich so, so schön ist. Da muss man echt mal reingucken. Es sind auch 2 Vinylscheiben drin. Die kommen immer mit Download-Code. Und die muss ich euch einfach zeigen, weil die sieht echt einfach geil aus. Guckt euch das an. Wunderschönes Vinyl. Die hat wirklich mal eine echt geniale Farbe. Nettes Ding. Echt hübsch. Ich liebe so eine Splatter-Pressungen, wenn sie gelungen sind. Da hat man nicht nur was Schönes auf die Ohren, sondern auch was Schönes für die Augen. Nice. Viele meinen ja immer, dass schwarzes Vinyl das Vinyl ist, aber ich muss gestehen, ich bin eher hingezogen zu dann farbigen Varianten, weil sie oftmals einfach geil aussehen. Habe aber auch meistens die schwarze Pressung eher so fürs Hören auch. Dann haben wir hier Anomaly Deluxe 10th Anniversary. Da haben wir Ghostly Black Eyes. Sieht auch richtig schön aus. Das Ganze haben wir doch nochmal in der 15 Jahre Variante. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich sie habe. Ich weiß, ich habe diese Cornetto Grün-Weiß Variante. Bei der bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich die damals geholt habe, als sie rauskam. Das ist die neueste Version, die es davon gibt. Das ist nämlich die White and Spring Green Splatter Vinyl mit Cobalt Blue. Kein Schimmer, ob ich die schon habe oder nicht. Wenn ich sie schon haben sollte, werde ich sie irgendwann wieder verkaufen. Aber ja, jetzt habe ich sie mir auf jeden Fall zur Sicherheit nochmal geholt. Dann haben wir hier Grape Galaxy. Die sieht fast schwarz aus, wenn man die rausholt. Hält man sie aber gegens Licht, ist die so, ja, ja, wie mag man das nennen? Wie eine Grape, hier, wie nennen sie sich denn? Die roten Weintrauben so in der Art. Schimmert die dann ein bisschen. Das sieht auch sehr, sehr cool aus. Und zu guter Letzt kommt dann jetzt noch Machine Head. Und das ist nämlich die Bone Scraper Edition mit Black and Red Vinyl. Ich zeige euch die mal kurz. Das ist die Sonderedition, die jetzt noch rauskam. Neulich habe ich euch ja das Album so ein bisschen vorgestellt und die hier, da habe ich noch ein bisschen drauf gewartet. Okay, Black ist das nicht wirklich, das ist eher Red und Weiß. Auf jeden Fall auch sehr nice gemacht, wie so ein ja, abgeschälter Knochen, wo noch so ein bisschen Blut dran ist. Sieht wirklich gut aus. Ich finde es eine schöne Variante. Ich sammle ja die ganzen Machine Head Varianten oder versuche es zumindest, sie zu sammeln. Jetzt will ich noch mal gucken, was hier drauf steht. Da stand doch eben Bone Black and Red Vinyl. Also wo das Black war, keine Ahnung, vielleicht ist es mit dazwischen gemischt. Ich finde, es ist eher Bone-Farbe und Rot dazu. Ja, das war mein kleiner Haul. Die Platte rutscht hier weg, deswegen packen wir sie daneben. Auf jeden Fall einiges an Stuff wieder für die Sammlung. Das ist natürlich wieder hier eigentlich Sachen, die kein Mensch braucht, aber wenn die Dinger so günstig sind, muss ich da einfach zugreifen, weil das ist wirklich eigentlich ja, gut angelegtes Geld. Eine Doppelvinyl für stellenweise dann 11 Euro. Ich meine, da kann man echt nichts sagen. So, damit bin ich auch schon wieder raus für heute. Lasst gerne ein Abo da, einen Kommentar und einen Daumen nach oben fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr, sehr freuen. Was bleibt mir anderes zu sagen? Keep on rockin'. Tschüss.